In diesem Video möchte ich euch ein Produkt zeigen, was ich euch, da kann ich schon mal spoilern, auf jeden Fall empfehlen kann. Vor allen Dingen für die Pico Neo 3 Link, aber auch für viele andere Headsets, die frontlastig sind. Also wo das Gewicht stärker ist. Das ist bei der Pico Neo 3 Link jetzt nicht der Fall, aber ein bisschen mehr Balance schadet dem Gerät nicht. Nämlich handelt es sich um Produkte von Studioform Creative. Das ist ein kleiner Hersteller von Balance Kits. Das sind so diese Topstraps, die ihr hier seht, mit Gewichten. Da gibt es verschiedene Ausführungen für verschiedene Headsets und insbesondere für die Pico Neo 3 Link habe ich sehr regen Kontakt und Austausch mit dem Entwickler betrieben, um eine gute Lösung für die Pico Neo 3 Link zu finden. Da das Headset ja sowieso schon relativ gut ausbalanciert ist, aber wir haben hier normalerweise dieses Gummistrap. Wenn ihr die Pico habt, werdet ihr es kennen. Ähm, Das kann man kaum verstellen. Also ihr habt hier so einen Knopf und hinten habt ihr das auch. Ich mache das hier mal ab, das zeige ich euch gleich dann. Hier habt ihr auch so einen Knopf und da könnt ihr dann ein Gummi in 2 Stufen verstellen. Ansonsten wird es halt einfach gezogen. Ist sehr unbequem, passt nicht auf jeden Kopf und so weiter. Und daher kommt jetzt dieses Top-Strap. Ihr seht es hier. Das könnt ihr individueller mit Klettverschluss verstellen. Es hilft euch, das Headset besser auf dem Kopf zu halten, im Vergleich zu so einem einzelnen Gummistrap. Dieses Strap hier oben ist nicht entfernbar. Da habt ihr nämlich das Kabel für den Akku hinten drin. Das ist jetzt einzigartig bei der Pico Neo 3 Link. Jedenfalls schadet es dennoch nicht, ein Gegengewicht zu haben für das Ganze, weil ihr seht es hier vielleicht schon, ich habe das Gegengewicht abgemacht und das Headset bewegt sich so ein bisschen nach vorne. Man sieht es ganz gut, wenn ich das jetzt hier lockerer mache. Dann hält es zwar oben auf dem Kopf, dank des Straps hier, aber es geht so ein bisschen nach vorne. Ne? Und das ist schon besser als auf jeden Fall bei der Quest, dadurch, dass der Akku hinten dran ist. Aber das Ganze geht noch besser. Und dafür haben wir für hinten ein, ein Gegengewicht. Dieses kleine Strap hier ist mit Eisen gefüllt. Da ist eine Metallplatte drin. Und die können wir hinten dran befestigen. Ich zeige euch nachher im Detail, welche Ausführungen es gibt und so weiter und was ihr beachten könnt. Aber erstmal reicht es, wenn wir das Ganze hier haben, um euch das zu zeigen. Ihr werdet euch jetzt vielleicht denken, ist jetzt nicht die eleganteste Lösung im Vergleich zu anderen, aber ihr seht schon, ich habe das Headstrap jetzt komplett offen. Es ist nicht fest an der Puppe hier, aber die Balance ist gewährleistet. Wenn ihr das natürlich jetzt noch zumacht, umso besser. Da rutscht nichts nach vorne. Warum ist das wichtig? Gerade bei dem Strap, nicht bei dem Strap, sondern bei dem Face Gasket, was ihr habt, bei dem hier, ist es bei mir zumindest so, dass es für mich nicht so gut passt. Also ich muss, um gut in den Sweet Spot zu kommen, muss ich das Headset ganz fest andrücken, weil ich versuche euch das mal zu zeigen. Ich setze meine Kamera ein bisschen tiefer. Wenn ich jetzt das Headset normalerweise aufsetze, so, dann möchte ich das ranziehen und hinten relativ tief runter machen. So, dann geht das Ganze, würde das Ganze so aussehen. Es würde nach unten gucken. Aber was bei mir persönlich zumindest ist, damit ich eine gute Clarity habe, muss das hier vorne nach oben. Also nicht jetzt so stark, aber so ein bisschen nach oben, sodass der obere Teil mir mehr in die Stirn drückt. Und ich muss, damit das überhaupt so hält, das Ganze extrem festdrücken. Dieses Strap hier hilft mir jetzt aber dabei, dass das Headset gut auf meinem Kopf balanciert ist. Ich das nicht unbedingt komplett festmachen muss und dann kann ich hier viel besser daran rumverstellen und ich muss es nicht so festdrücken.
Das hilft mir persönlich super schön in die Clarity zu finden, also den Sweet Spot. So, ich habe jetzt hier oben ein Topstrap für Kopfhörer. Ihr seht es hier, ihr habt da zwei verschiedene, ja, es ist einfach gesplittet unten, ne, dass ihr um den Kopfhörer rumkommt. Und es gibt aber auch eins ohne Kopfhörer. So, die werden einzeln vertrieben. So. Und hinten habt ihr eben, wie eben schon gezeigt, das Gegengewicht. Das haben wir jetzt hier oben an dem Kabel angebracht, weil es relativ schwer ist, hier unten nochmal zusätzlich Gewicht anzubringen, ohne zu kleben und so weiter. Die Idee anfangs war, das Ganze hier anzubringen, also zwei Gewichte an den Seiten. Das wäre aber wiederum schwierig gewesen, wenn ihr einen kleinen Kopf habt und das hier zumacht, dann würde das Topstrap hier schon nicht mehr passen. Außerdem ist das Gewicht hier hinten nicht weit genug hinten, als dass es viel zur Balance beiträgt. Das ganze Headset wird nur schwerer. Und ja, letzten Endes fand ich die Lösung hier mit dem Kabel gar nicht so verkehrt. Das sind jetzt 100 Gramm. Das ist eine relativ breite Platte. Also die könnte auch schmaler sein, aber dann wäre das Ganze auch leichter gewesen. Und ich finde es gar nicht so schlecht. Was ich persönlich mache, ist, dass ich das Kabel hier auch mit durchziehe und das in mein Pulley-System an der Decke, ja, damit das Ganze nach oben geht. In dem Fall, also in meinem Fall ist das cool. Ansonsten müsst ihr das nicht machen. Ihr könnt auch das Kabel hier an der Seite durchfahren lassen und nach unten gehen lassen. Also es gibt auf jeden Fall verschiedene Möglichkeiten. Ich zeige euch gleich, wie ihr das Ganze anbringt, installiert, was ihr zu beachten habt und was letzten Endes im Lieferumfang enthalten ist. Erstmal zeige ich euch die Produkte, die ihr bei Studioform erwarten werden könnt. Da gibt es zwei Ausführungen für die Pico Neo 3 Link. Einmal mit, ja, mit so einem Split an den Enden der Straps für Kopfhörer und einmal ohne. Und ein Gegengewicht und ein Set mit verschiedenen Klettverschlussarten, um das Ganze nochmal zusätzlich zu fixieren. Und eine kleine Anleitung, wo steht, wie ihr das Ganze anbringt. Aber das zeige ich euch ja in diesem Video. Aber ist schön, dass ihr so etwas nochmal dabei habt. So, als erstes zeige ich euch das einfache Strap mit dem Counterweight hier. Das ist ein genähtes Strap, sehr weiches Material meiner Meinung nach. Darf leider nicht gewaschen werden, aber ihr könnt es mit einer Fusselrolle oder mit einem nassen Lappen könnt ihr das Ganze reinigen und fühlt sich wirklich sehr bequem an, ist auch ganz leicht gepolstert. Ihr habt dann hier die Enden mit Klett versehen, damit ihr die hier, wenn ihr zum Beispiel hier die Lasche eures Headset habt, umwickeln könnt und dann wird das Ganze hier fest gehalten. Dann habt ihr, also dieses Strap hier gibt es in verschiedenen Ausführungen für verschiedenste Headset. In diesem Video präsentiere ich euch hauptsächlich für die Straps für die Pico Neo 3 Link, aber ihr habt auch welche für die Quest 2, für die Valve Index, für die Reverb G2. Gerade für die Reverb G2 fand ich das Ding echt super, weil das Headset sehr frontlastig war, beziehungsweise der hintere Teil war sehr leicht und dadurch hat sich das Ganze, obwohl das Headset sehr bequem war, nicht optimal gehalten. Ich blende euch hier mal ein Bild ein, wie die Reverb G2 mit diesem Strap aussah. Da hattet ihr dann nicht so ein kleines Stück Counterweight, sondern ein etwas breiteres Stück. Mal gucken, ob ich das noch hier habe. Genau, dann sah das Ganze so aus. Das wird dann hinten dran an das Strap angebracht. Das geht bei der Pico Neo 3 Link nicht. Das zeige ich euch gleich im Detail, wie das Ganze befestigt wird. Aber für die Pico Neo 3 Link habt ihr dieses Gegengewicht hier. Das wird hinten einfach angebracht und dann sorgen diese 100 Gramm zusätzliche Gewicht für eine optimale Balance. Wenn ihr jetzt nun Kopfhörer habt, dann habt ihr den Counterweight weiterhin, aber dieses Strap hier. Dieser Split hier am Ende sorgt dafür, dass ihr, wenn ihr Kopfhörer habt, die aussparen könnt, um das Headset, das Strap an eurem Kopf, das Strap an dem Headset befestigen könnt. Ne? Also
Da habt ihr einfach ein bisschen mehr Spielraum, je nachdem, was für Kopfhörer ihr nutzt, oder einfach ist es auch ein bisschen flexibler hier in der Nutzung. Vielleicht wollt ihr auch euer Kabel hier durchziehen oder was auch immer. Da habt ihr einfach ein bisschen mehr Flexibilität. So, was jetzt noch in dem Paket drin ist, sind verschiedene Klettarten. Ihr habt hier zum Beispiel Klettverschlüsse, die selbstklebend sind. Falls ihr irgendwo nicht wollt, dass das Ganze sich verschiebt, habt ihr hier so selbstklebende Klettsticker. Zum Beispiel, wenn ihr ein Headset habt, ihr klebt das Ganze irgendwie dran und dann könnt ihr das Ganze da dran machen und dann geht das nicht ab. Ne? Ganz praktisch eigentlich. Ich zeige euch auch bei der Pico Neo 3 Link einen Verwendungszweck für diese Straps. Diese Strips, Klettverschluss-Strips. Meine Güte, Strips, Straps, was auch immer. So, dann habt ihr hier noch zwei unterschiedliche Größen an Klettverschlüssen. Also das sind jetzt keine selbstklebenden. Die Anzahl hier ist nicht aussagekräftig. Ich habe jetzt einfach die gesammelt, die ich jetzt seit verschiedenen Produkten habe. Da nimmt ihr die ab. Meiner Meinung nach auch sehr hochwertige. Ich habe die so bei uns noch nicht gesehen in irgendwelchen kleinen Läden. Sehr fein, sehr hochwertig und funktioniert auch nach mehrmaligem Benutzen immer noch top. Wenn ihr hier zum Beispiel, sagen wir mal, ihr habt euer Headset hier verschlossen, dann könnt ihr das Ganze hier nochmal zusätzlich festmachen und das Ganze sitzt nochmal sicherer. Müsst ihr nicht machen, ist aber schön, dass das Ganze optional hier mit dabei ist. So, oder zum Beispiel, ihr habt das Gegengewicht und das verrutscht irgendwie, dann könnt ihr das Ganze einfach hier zumachen und dann verrutscht nichts mehr. So, und wie ihr das Ganze anbringt und noch ein paar andere Details erzähle ich euch dann am Gerät selber. Die meisten von euch werden das Headset wahrscheinlich erstmal ohne Kopfhörer benutzen und da hat Studioform ein Strap entwickelt, welches erstmal einfach anmutet, ist aber extra entworfen für VR-Headsets, also die Länge ist ausgewählt für dieses Headset und ihr habt hier dann so Klettverschlüsse, um das Ganze dann anzubringen, was eben viel, viel besser ist als dieses Gummistrap, was ihr hier seht. Ne? Also dieses Gummistrap hier könnt ihr nur an zwei Stellen verstellen. Ihr habt hier noch ein zusätzliches Loch und hier und da habt ihr Ösen und ihr könnt das Ding nur quasi nicht perfekt einstellen, so dass es für euch passt, sondern ihr müsst das Headset aufsetzen, dieses Gummi hier spannt und dann müsst ihr es ganz fest zudrücken, damit ihr im Sweet Spot bleibt. Ja, es gab schon einige, die sich was anderes überlegt haben, hier was drüber zu machen, selber gemoddet. Ich zeige euch hier eine Möglichkeit, wie ihr das Ganze einfach kaufen könnt und dann habt ihr nämlich Ruhe. So, was wir machen müssen, als allererstes kommt dieses Gummiding hier weg. Das könnt ihr dann einfach hier lösen. Es geht relativ einfach. So, weg damit. Und dann habt ihr das Headset vor euch liegen. Ich habe das Kabel jetzt hier locker hängen. Wenn ihr diese Kabelhalterung für hier habt, könnt ihr die gerne dran lassen. Das stört überhaupt nicht. Was ihr hier machen müsst, ist mit dem Klett nach oben das unter das Kabel durchschieben. Dann das Klett hier hinten vorbei. So, dann habt ihr das Ganze hier ungefähr in der Position und dann könnt ihr das Ganze umlappen lassen und festmachen. Das Klett ist sehr hochwertig meiner Meinung nach, also es hält außerordentlich gut und der Verschleiß habe ich bis jetzt noch nicht festgestellt. Ich habe das schon ganz oft auf und zu gemacht und das Ding hält immer noch super. So, hinten machen wir das genauso. Einmal rüber und zu. Ihr könnt jetzt, je nachdem wie groß euer Kopf ist, könnt ihr das natürlich hier verschieden verstellen. Es muss auch nicht ganz drüber gehen. Ihr könnt auch hier so ein bisschen das drauf lassen. Wenn euer Kopf derart groß sein sollte, dass ihr hier nur ganz wenig Klett habt, gibt es hier
bei Studioform Creative nochmal auch meiner Meinung nach die hochwertigsten Klettverschlüsse. Ich weiß nicht, warum es die in Deutschland nicht gibt. Sehr, sehr fein, sehr, sehr feine Kletts. Ich weiß nicht, wie man die nennt, diese kleinen Ösen, die am Stoff festhalten. Und davon habt ihr ein paar im Lieferumfang. Und sollte es so sein, dass ihr hier nur ganz wenig Klett nutzt, weil ihr eben so einen großen Kopf habt, kein Problem. Ihr habt diese Dinger hier übrig und dann könnt ihr das Ganze hier zusätzlich befestigen und dann bleibt das Ganze auch an Ort und Stelle. Also an alles ist gedacht bei Studioform Creative. Was ich auch gemacht habe, ist mit diesem Klett hier oben, das Kabel oben, müsst ihr aber nicht, auch nochmal zusätzlich befestigt. So, wir setzen das Ganze jetzt mal wieder auf den Kopf und schauen, aha, schon besser. Also jetzt bei dem Kopf müsste das Ganze natürlich ein bisschen enger, weil die Augen hier oben liegen ungefähr. Dann würden wir das Ganze einfach enger machen, so, und dann passt das auch schon. Aber was ist noch der Fall? Das Ganze ist frontlastig. Weniger frontlastig als die meisten Headset aufgrund des hinteren Akku-Packs, aber immer noch nicht perfekt. Wird meiner Meinung nach auch viel zu wenig Wert drauf gelegt, dass da irgendwie eine Balance stattfindet und sei es drum, dass man da hinten einfach nur Eisen reinsetzt, dass das Ganze besser balanciert ist. Und mag das Ganze zwar schwerer sein, aber meiner Meinung nach, ich habe das jetzt bei jedem meiner Headsets so gemacht, wenn das Ganze besser ausbalanciert ist, dann trägt sich das einfach besser, selbst wenn es ein wenig schwerer ist. So, und für die Lösung hier beim Pico Neo 3, bei der Pico Neo 3 Link, da hat mir der Entwickler verschiedene Möglichkeiten gegeben. Also er hat selber das Headset nicht gehabt. Das heißt, ich habe für ihn das Ganze getestet. Ich habe verschiedene Gewichte gehabt, von diesem 100 Gramm Stück hier zu einem längeren Stück, zu zwei einzelnen Stücken. So, die Idee war, wo kann man das Ganze befestigen, das Gewicht. Man kann natürlich hier einfach mit Kleber irgendwie Gewicht dran machen. Man hat leider nicht, wie bei anderen Elite Straps, irgendwelche Löcher oder so, um hier irgendwelche Gewichte anzuschnallen. Und hier an den Seiten was zu befestigen, wäre einfach noch nicht weit genug hinten. Dann würde es auch noch mit dem Strap hier irgendwie im Weg sein. Also ist die Idee, man nutzt dieses obere Kabel. Und die Idee war ganz einfach, hier ein breiteres Stück Counterweight, diesem Gegengewicht hier, mit einer Gegengewichtsplatte. Also hier ist so ein leicht gebogenes Stück Eisen, was ungefähr so passt, dass ihr die Krümmung hier auffangt. Da wird das Ganze hier hinten einfach reingesetzt, so umgeschlagen, so dass die Krümmung der Platte mit dem Kabel oder dem Hinterkopf mitgeht und zugemacht. So, und das Ganze macht das Ganze schon viel besser. Also ihr habt hier hinten nochmal 100 Gramm extra, das ist nicht viel. So, und das Ganze ist viel besser balanciert, wenn ihr es jetzt auf eurem Kopf habt. Na, also je nachdem, wenn euer Kopf natürlich größer ist, dieser Kopf ist super klein. Wenn das hier weiter außen ist, wenn ihr einen großen Kopf habt, dann ist das Gewicht hinten natürlich stärker, ne, aufgrund von Hebelwirkung. Aber diese Lösung ist meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute. Dieses Kabel hinten, also das ist ein Kabel, ne? Also ihr habt hier den Anschluss zum Akkuträger, falls ihr das noch nicht erwähnt habt. Und das lässt sich nicht entfernen. Von daher ist das hier eine gute Lösung, da das Kabel hier nicht irgendwie unnötig belastet wird. Also auch wenn ihr denkt, oh Gott, das Kabel, ist das nicht irgendwie zu schwer oder so? Nee, überhaupt nicht. Das liegt hier unten auf. Also ihr habt das ja nicht irgendwie hier hinten dran, sondern ihr macht das Ganze ganz nach hinten, habt das Ganze zugemacht. Das Kabel wird hier sogar meiner Meinung nach zusätzlich stabilisiert und dem Kabel geht es gut. Ich habe das jetzt auch schon eine Weile so getestet. Ich glaube sogar, dass das sicherer ist, als wenn ihr das Ding nicht benutzt. Es gibt auch kein Problem damit, dass das jetzt Eisen ist oder so, dass es da um das Kabel rumgeht. Ich habe da keine komischen Probleme feststellen können. So, auch hier könnt ihr jetzt wieder, wenn ihr
das Ganze sicherer haben wollt, ihr habt hier nochmal diese Klettverschlüsse. Da könnt ihr, müsst ihr aber nicht, wenn ihr wollt, das Ganze hier nochmal zusätzlich festmachen. Das funktioniert gut. Was jetzt auch noch geht, also ihr habt es ja eben gesehen, ich kann dieses Stück hinten hochschieben, wenn man das Headset ganz oft hoch, also absetzt und abnimmt und so weiter, kann es schon mal vorkommen, dass das hochschiebt. Ist, finde ich jetzt nicht schlimm, aber wenn ihr wollt, könnt ihr noch ein zusätzliches Stück ja, Klettverschluss, was selbstklebend ist. Ich habe das hier schon gelöst. Hier hinten dran machen. Das wird jetzt nicht bombenfest halten, da das hier eine sehr, sehr flache Gummioberfläche ist. Aber es hält genug, damit sich das Ganze nicht mehr verschiebt. Das sorgt halt einfach für so ein bisschen Widerstand, ein bisschen Friction. So, das kleben wir hier hinten dran. Lässt sich auch super rückstandslos lösen. Ich habe es vorhin auch gehabt und wieder abgemacht. Das könnt ihr jetzt genauso wie eben einfach hier dran machen. So, und jetzt setzen wir das Ganze so hier oben drauf, dass das Klettverschluss hier dran ist. So, und jetzt wird sich hier nichts mehr verschieben. Das ist jetzt die Lösung, wenn ihr keine Kopfhörer habt. Da könnt ihr jetzt das Kabel einfach, entweder lasst ihr den Kabelclip hier hinten dran und umschließt den auch, oder ihr nehmt das Kabel und packt es einfach direkt hier hinten dran nach unten oder nach oben gehend. Wenn ihr ein Pulley-System habt, könnt ihr das Kabel auch hinten durchziehen. Und da viele Leute schon angefangen haben zu modden, also dass ihr da Kopfhörer dran habt, dann habe ich jetzt auch schon eine Lösung, wenn ihr einfach Kopfhörer habt. Ne? Dann gibt es noch ein alternatives Strap. Das habe ich euch eben auch schon im Lieferumfang quasi gezeigt, als ich euch die Produkte vorgestellt habe. Und da könnt ihr das Ganze dann mit Kopfhörern machen. Als nächstes zeige ich euch, wie ihr euer Headset mit dem Strap verseht, wenn ihr Kopfhörer habt. Das sind jetzt vielleicht nicht so viele Leute, aber ich habe dem Entwickler nahegelegt, dass es auch Sinn macht, da viele von uns gerne so Kopfhörer haben wollen, da die Kopfhörer der Pico Neo 3 Link auch jetzt nicht so super sind. Auch ein Strap raus, also die Straps gab es schon vorher, aber also der Entwickler hatte schon für andere Headsets wie die Valve Index Straps gehabt für Kopfhörer, aber ein Paket eben zusammenzustellen, extra für die Pico Neo 3 Link. So, und auch wie bei ohne Kopfhörern müsst ihr als allererstes dieses Gummi hier entfernen. Das geht relativ einfach. Zack. Und weg damit. Was ihr jetzt tun müsst, ist das Strap so, dass das Klett nach oben zeigt, unter das Kabel hier durchschieben, damit das Ganze soll ja auf eurem Kopf liegen. Und dann habt ihr die Möglichkeit, dass diese beiden Schlaufen hier zwischen die Kopfhörer, also um die Kopfhörer rum, besser gesagt, ich würde es erstmal ganz locker, also vielleicht am Ende des Velcros hier, also am Klett festmachen. Und auf der anderen Seite auch, achtet auf eure Kabel hier drunter und zumachen. Seht ihr das? So. Auf der anderen Seite, jetzt habe ich meinen Kopfhörer abgemacht, so wieder dran. Macht ihr das gleich. Ich zeige euch das jetzt auf der anderen Seite anders. Wenn jetzt, je nachdem wie eure Kopfhörer sind, die hier sehr weit vorne oder weit hinten sind, könnt ihr natürlich überlegen, ob ihr die drumrum macht oder ob ihr zum Beispiel beide Schlaufen einfach hinter die Kopfhörer macht. So geht das natürlich auch. Also ihr müsst es nicht unbedingt, je nachdem, probiert es aus. Je nachdem, wie groß euer Kopf ist, wie weit ihr das Ganze verstellen müsst, damit das Ding hier relativ mittig an eurem Kopf oder vielleicht so in Richtung Stirn liegt, dann könnt ihr das am besten benutzen. So, und jetzt habe ich es ein bisschen schief, aber das macht nichts. Ich wollte euch beide Sachen präsentieren. Jetzt können wir das Ganze auf den Kopf setzen. So, zack. Und wir sehen schon, ich stelle mal die Kamera wieder
bisschen höher, so, dass das Ganze gut auf eurem Kopf liegt, ganz anders, als wenn ihr einfach nur das benutzt oder das Gummiding. Jetzt wieder mit dem schönen Gegengewicht habt ihr die perfekte Balance. Ich habe das jetzt, wie gesagt, ganz weit ausgezogen und ich bewege das Ganze hier und das Ding bleibt einfach mittig auf eurem Kopf. Also meiner Meinung nach die beste Lösung für die Pico Neo 3 Link, da ihr einfach, wie bereits erwähnt, nicht oder voraussichtlich nicht die Möglichkeit haben werdet, dieses Strap hier auszutauschen, einfach weil es ein komplizierteres System ist mit dem Akku hinten dran, diesem Kabel hier drüber. Also ich sehe da keine Möglichkeit zurzeit, zumindest ohne, dass es irgendwie kompliziert wird, ein alternatives Strap dran zu machen, wie das Bobo VR oder was auch immer. Daher ist das meiner Meinung nach die beste Lösung und würde ich jedem, absolut jedem empfehlen, zu benutzen. Ich habe, wie gesagt, selber viel Zeit mit dem Entwickler dieses Straps verbracht, um die optimale Lösung zu finden. Er hat mir einige Samples zur Verfügung gestellt, die ich dann dranbringen konnte, und diese Lösung mit dem Counterweight hier ist eben meiner Meinung nach die beste. Und das Kabel ist geschützt. Hier, also ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass das Ganze hier hinten ja irgendwie Probleme bereitet. Was ihr jetzt noch machen könnt, ist hier oben dieses Kabel, also je nachdem, wenn ihr das Ganze hier so festmacht, ist das Kabel jetzt hier oben locker. Ihr könnt auch, damit das Strap hier nicht hin und her rutscht, könnt ihr das Ganze hier oben festmachen. Und dann bleibt das Ganze an der Stelle und auch hier wird sich das Ding nicht irgendwie unnötig hin und her verschieben. Um das Kabel müsst ihr euch keine Sorgen machen. Das kann hier so ein bisschen durchflutschen. An keiner Stelle wird das Kabel unnötig krass gestreckt oder geknickt. Ich zeige euch mal hier, blende euch ein, also wie das Kabel aussieht, wenn ihr dieses Strap nicht benutzt, sondern nämlich dieses Gummistrap. Da sieht man, das Kabel wird viel, viel stärker geknickt. Also ich weiß auch nicht, ob das besser ist mit dem Originalteil. Ich glaube eher nicht. Also seid ihr viel besser bedient, wenn ihr das einfach so benutzt. Und ja, ich bin sehr zufrieden mit dieser Lösung und mir gefällt das Headset so viel, viel besser als vorher. So konnte ich, wie gesagt, viel besser den Sweet Spot finden. Dieses Polster hier kann ich jetzt ganz gut verwenden. Ist natürlich problematisch, wenn ihr sowieso schon durch dieses dicke Polster ein schlechtes FOV habt. Dann hilft euch das nichts, wenn ihr sowieso den Drang habt, euch hier komplett festzudrücken, damit ihr alles aus dem FOV rausholt. Da hilft diese Mod jetzt leider nicht. Sie hilft trotzdem, dass das Ganze bequem ist, ausbalanciert ist, und dann hoffen wir mal, dass wir vielleicht irgendwann ein neues alternatives Face Gasket bekommen von irgendwem. Oder ihr habt eigentlich eins gedruckt oder was auch immer. Ich kann euch das auf jeden Fall ans Herz legen und habe da sehr viel Zeit und Mühe reingesteckt, da die beste Lösung zu finden. Und ich glaube, das ist die beste Lösung für dieses Headset. Und ich hoffe, dieses Video konnte euch weiterhelfen. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht zu abonnieren, lasst einen Kommentar da, wie euch das Ganze gefallen hat, und liked dieses Video. Also dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.